Hallo meine Süßen und willkommen zurück. Wir haben heute ein schönes Video vor uns, denn ich habe, wenn ihr euch erinnert, als ich angefangen habe, diesen Kanal zu machen und erklärt habe, was ich alles so vorhabe, habe ich ja unter anderem auch erwähnt, dass ich plane, ab und an ikonische Make-up-Looks nachzuschminken, besonders auch aus Musikvideos, die mich inspiriert haben, die ich irgendwie damals total geil fand. Und wir hatten letzte Woche sozusagen eine Gay Guy Music Video Night hier. Also wir hatten Filmnacht, Ricardo war hier, Strifey und die Wildemann. Und dann haben wir einfach die Fernbedienung quasi rumgereicht, mehr oder weniger, und haben uns immer wieder Sachen reingerufen, mach das mal an, mach das mal an. Und die sind ja alle erheblich jünger als ich, aber einige der Videos habe ich tatsächlich damals auch auf Heavy Rotation gehabt. Und dann musste ich so zurückdenken an diese Zeit, es gab natürlich Music Television, ne? Das war Anfang der 2000er, die Zeit, von der ich rede, gab es natürlich alles schon, aber äh, nicht unbedingt die Videos, die ich sehen wollte, immer available, so wie wir das heute kennen, dass man die einfach anmachen kann, sondern man musste halt warten, bis die Videos irgendwie kamen. Deswegen habe ich angefangen, die auf VHS aufzuzeichnen, meine Lieblingsvideos, damit ich die immer gucken kann, wenn ich das will. Ich habe die VHS tatsächlich, die Kollektion heute noch, das sind glaube ich 10 Kassetten, und ich habe das sogar in einem Buch alles aufgeschrieben, was auf welcher Kassette ist, damit ich nicht immer stundenlang rumspulen muss. Und dann habe ich halt an diese Zeit gedacht und habe gedacht, welche Videos waren denn die bei mir tatsächlich in Heavy Rotation waren, die ich am krassesten fand, die ich immer wieder geschaut habe. Und da ist mir dieses eine Video eingefallen, weil das Make-up hat mich einfach in Grund und Boden gefickt, jedes Mal. Ich habe immer gedacht, ich will so aussehen, ich will dieses Make-up, ich will wissen, wie die das gemacht haben, ich will das können. Und die Rede ist, ihr wisst das natürlich schon, weil ihr auf den Thumbnail geklickt habt, die Rede ist von Nobody Wants to Be Lonely von, wie ich jetzt gelernt habe, Ricky Martin. Ich habe immer gedacht, das ist ein Christina Aguilera-Song und er ist nur gefeatured. Das ist genau andersrum. Und ich habe das Video dann angemacht und alle waren so, ja, natürlich, das Make-up ist ikonisch. Sie sieht aus, also es ist auf eine sehr übertriebene Art natürlich. Und ich sage natürlich mit den größten Anführungszeichen, die ich machen kann. Denn es ist natürlich alles total overdrawn. Ne? Sie hat diese super dünne Aguilera-Brow, die wir von damals kennen. Die Lidfalte ist hier oben und läuft hier aus. Natürlich sind die Lashes nicht riesig, kleiner Eyeliner, ein doppelter. Sie ist super spraytanned wie immer. Sie ist super bronzy, leicht glowy, bisschen Blush hier. Für mich ist der Star des Videos sind die Lippen, weil die sind halt wirklich also so übermalt und reinschattiert und alles auf eine sehr smarte Weise. Make-up-Artist damals war Billy B. Kann nicht sagen, dass ich ein riesen Billy B-Fan bin, aber der hat sehr, sehr viele, also er hat mit sehr vielen ikonischen Leuten gearbeitet. Ich kann mich an nicht wahnsinnig viele ikonische Make-ups von ihm erinnern, aber wenn ich welche finde, poste ich sie jetzt, schneide sie hier rein. Wenn da keine sind, sorry Billy. Der war auch Guest Judge, daher kennt ihr ihn vielleicht bei Drag Race ein paar Mal. Hat unter anderem dieses grauenhafte Make-up für Ru's Video The Realness gemacht damals. Ich glaube, das war wahrscheinlich nach Matthews Ausstieg. Matthew Anderson war ja Ru's Make-up-Artist über Jahrzehnte, bis der dann ausgestiegen ist. So yes, this is what we're doing today. Wir machen das Christina Aguilera Nobody Wants to Be Lonely Make-up. Allerdings eine slightly more draggy Version, weil wir haben natürlich hier ein Männergesicht vor uns, das wir so ein bisschen anpassen müssen. Mein Drag-Make-up ist ja meistens sowieso eher auf der realeren Seite als jetzt das super übertriebene, gezogene, artifizielle, was ich mega geil finde, aber was einfach zumindest momentan nicht so mein Drag ist. Ich versuche immer noch so ein bisschen Femrealness da reinzubringen auf eine überzeichnete Art und Weise. Also ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass mich dieses Video, das Make-up in dem Video auch sehr geprägt hat in meinem Approach to Drag, if that makes sense. Wir machen jetzt erstmal die Augenbrauen weg, denn die wären uns sonst im Weg. Und die Augenbrauen sind abgedeckt. Ich habe das Mützchen ausgezogen. Ich glaube, ich will mich heute tapen, weil die junge Christina war natürlich deutlich straffer als ich. Auch die jetzige Christina ist wieder deutlich straffer als ich. Zwischendrin war das mal anders. Dafür entfette ich erstmal die Haut hier rundherum, damit das Tape besser hält. Im Übrigen, falls ihr wissen wollt, wie das mit den Augenbrauen abdecken geht, ich habe ein extra Video dazu, das blende ich hier ein. Dann könnt ihr gucken, wie ich das mache, falls euch das interessiert. Und jetzt tapen wir erstmal die Fresse nach oben. Ich versuche nicht zu weit reinzugehen mit dem Tape. Habe ich da trotzdem genug Pull? Ja. Halbwegs. Muss man auch nur aufpassen, dass man das auf beiden Seiten gleichmäßig macht, damit man nicht aussieht wie Caitlyn Jenner. Hackfresse. I usually don't hate on people, but Caitlyn has it coming. So, cheers.
Ich werde erstmal ein bisschen All-Over-Glow machen mit dem Charlotte Tilbury Wonder Glow. Wo habe ich ihn jetzt hingetan? Der ist schön, weil der so ein bisschen Radiance einfach all over macht, aber ohne zu krass zu sein. Christina war, wie gesagt, immer bronzy. Ich habe einen leichten Self-Tan gemacht, aber der ist auch schon, naja, der ist nicht genug. Das heißt, wir benutzen auf jeden Fall eine Foundation, die dunkler ist als mein normaler Ton. Ich werde hier die MAC Studio Radiance NC35 nehmen. Das ist auch nicht mein Unterton. Ich bin ja eine rosige Maus. Upsi. Und bei MAC NC ist ja Neutral cool und cool heißt bei MAC warm. Das ist a science for itself. Ich glaube, das wird meine Base Color. Ich mache jetzt erstmal noch schnell was in die Augenbrauen, dass die abgedeckt sind. Und zwar einfach ein TV Paint Stick in 4W. Ja, da müssen wir uns dann später nicht so wahnsinnig mit abmühen, mit dem Wegcovern. Jetzt drückt mir mal die Daumen mit der Foundation, dass das nicht total bescheuert aussieht. Okay. Bin aufgeregt. Das geht, okay. Natürlich wollen wir ein Highlight. Dann nehme ich 11 Soft Peach oder Medium Peach oder wie der heißt. Ich versuche in diesem Video so viele Drugstore-Produkte wie möglich zu verwenden. Ich weiß, ihr hasst das, wenn ich irgendwas mache und dann kann man das nicht nachmachen, weil das alles ein Vermögen kostet. Die 300 Produkte. Ich versuche es zu simplifizieren, so wenig Produkte wie möglich, aber so viel wie nötig. Und möglichst erschwinglich Drugstore-available Sachen. So, und jetzt vertiefen wir uns das, ne? Because it's drag. Das heißt, wir gehen mit meiner 10W, das ist meine Cream Contour, meine normale, gehen wir hier über die Ränder, über die Tapes. So, Stirn ist fertig. Jetzt müssen wir gucken, die Augenbrauen. Ne? Christina hat ja eine sehr spezifische Augenbrauenform. Ihr seht, es ist hier vorne ein bisschen, da ist natürlicher, da sind ihre eigenen Haare und das ist ein bisschen gefederter und der Rest ist dann relativ dunkel mit einem klaren Arch da reingemalt. Wir machen jetzt natürlich ein bisschen die Drag-Version davon, also ein bisschen müssen wir uns von der Originalform natürlich auch entfernen. Wir nehmen dieses Brauen-Produkt und zwar hier von P. Louise diese Eyebrow Paints in der Farbe Mochaccino. Das ist so ein dunkleres Braun. That could be good. Okay. Das pudern wir jetzt schnell ab. Einfach, damit sich da nichts mehr bewegen kann und uns irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ne? Ich benutze einen farblosen Puder, One Size hier. Ich habe nichts günstigeres hier stehen, I'm sorry. The Eye. Das Auge ist nicht super kompliziert. Also, ne, es ist ein Drag-Auge, machen wir uns nichts vor, auch wenn es so tut, als wäre es keins. Aber ne, es ist sehr modelliert, auch wenn es auf den ersten Blick, wenn ihr jetzt auf das Foto schaut, ne, ihr seht, da ist ein sehr heller, es ist alles matt, oben ist ein sehr heller, matter Lidschatten unter der Augenbraue, dann gibt es einen Farbverlauf, alles über warme Töne, die Lidfalte ist dann aber ein kalter, fast grauer brauner Ton und die ist sehr dramatisch gesculptet, läuft nach unten so ein bisschen aus, vorne relativ draggy, auch so, ne? Also man carvt die richtig aus. Dann ist das Lid wieder in einem helleren Ton, matt, aber auch leicht modelliert, von hell zu mit so ein bisschen Peach drin und so, dass es irgendwie plastisch wirkt. Und dann haben wir einen relativ schnurgerade gezogenen Eyeliner mit einer Spitze hinten und eine nicht so große Lash. Also ja, das machen wir jetzt. Und zwar bedienen wir uns hier bei diesen beiden, bei Bone und bei dem. Das hier ist ein Shimmer Shade, das machen wir nicht. Wir wollen ja matt bleiben. Ich kombiniere also Twig und Bone auf einem kleinen Pinsel und gehe mir damit direkt unter die Braue und bastel mir da dieses Highlight hin.
Wir brauchen jetzt eine kleine Transition Shade ne, für das bisschen, was sie da hat. Ja, und ihr seht auf dem Foto, ne, wenn ihr euch das Auge anguckt, da sind jetzt schon von dem hellsten also vom hellsten Punkt unter der Braue bis zum tiefsten Punkt in der Lidfalte, sehen wir da schon mindestens 2 oder 3 Shades. Ich würde sagen, vielleicht sogar 4. Ich gehe jetzt mal hier rein ich würde sagen, ich fange hier oben an mit Canyon und vielleicht auch hier unten mit Petal, dass ich mir aus denen so ein bisschen die Transition baue. Und ne, wenn ihr schaut, dass die Lidfalte geht, da wo auch meine Socket ist, das ist, also ne, ihr seht, hier fällt der Knochen ein und da setzen wir die jetzt quasi auch hin. Hier ist mein Knochen im Weg, da gehen wir ein bisschen drüber, schummeln wir, blenden das hier vorne auch mit in die Nasenkontur gleich rein. Könnt ihr bei ihr auf dem Foto auch gut sehen, dass da die Lidfalte einfach übergeht in die Nasenkontur. Auch ein alter Drag-Trick. Ja. Es ist immer wieder faszinierend. The Gays and the Days, wir haben unsere Pop-Diven, it's a special connection. Also ja, das verändert sich natürlich auch mit den Generationen. Die Mäuse jetzt sind wesentlich obsesster gewesen mit Britney und Christina und Jessica und Ashley und wie sie alle heißen, als ich das war. Da sind wir uns oft sehr, 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 sehr ähnlich. Bei uns war das dann eher Janet, Madonna, so die Fraktion. Und ne, die Künstler, vor allem die Künstlerinnen, die das erkennen. Ich will nicht sagen, dass es immer Marketing ist oder eine bewusste Entscheidung ist, sich auf die Gays zu konzentrieren als Zielgruppe. Aber die das erkennen und gut darauf aufbauen, die haben oft sehr, sehr lange Karrieren, weil wir als Fans auch echt treu sind. Also ne, die Gagas und Madonnas dieser Welt hatten auch echt schon düsterere Zeiten, wo der Mainstream sie nicht so unbedingt wollte, aber die Gays sind immer geblieben. Wir sind die treuesten Fans, die Gays und die Theys. Cute. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass Madonna das zum Beispiel benutzt hätte, ne? Dass die sich bewusst als schwulen Ikone inszeniert hätte, um uns als Fans haben zu können. Madonna hat sich in der Zeit für queere Rechte eingesetzt, für Menschen aus unserer Community und auch für Menschen mit HIV und AIDS, als das wirklich noch gar nicht cool war, wo ihr das wirklich überhaupt keine Pluspunkte gebracht hat, sondern eher im Gegenteil, wo sie vom Mainstream ganz schön dafür gehatet worden ist, dass sie sich auf unsere Seite gestellt hat, and she still did it. Insofern, ne? Auch wenn die mich nervt oft und ich oft denke, what the hell? Sie hat, wir verdanken der einiges. Ich gehe jetzt rein als nächsten Shade hier mit Slip. Slip ist so ein Grau schon. Und wir verkleinern jetzt unseren Blendbereich. Ne? Wir haben jetzt erstmal ein bisschen größer das Ganze geblendet und jetzt konkretisieren wir das und werden ein bisschen kleiner und ein bisschen dunkler. Alles in dem Attempt, hier unsere Lidfalte rauszucarven, rauszuschnitzen. Um es jetzt noch ein bisschen tiefer zu machen, greife ich auf meinen Trick zurück, den ich euch schon mal gezeigt habe, nämlich den mit der Wimpern-Fan-Brush. Und gehe jetzt hier rein mit Heather. Das ist so ein dunkles, mattes Grau, Braun, Anthrazit-Something. Und ihr erinnert euch, ne, dadurch, dass die so spitz ist und so scharf, kann ich damit, wenn ich sie quer lege, echt super geile, exakte Linien ziehen. Schattieren. Und baue mir die jetzt einfach auf, graduell. Love it! Das sieht schon mal super cute aus. Okay, wenn wir uns jetzt das Lid anschauen, dann ist das ähnlich hell wie unter der Braue, aber es ist ein bisschen gelber, ne? Es ist ein bisschen ein anderer Shade. Das heißt, wir gehen da jetzt erstmal mit den Shades rein, die wir unter dem Auge auch, also unter der Augenbraue auch hatten, mit so einer kleinen Packer Brush. Und jetzt will ich es aber ein bisschen lebendiger haben, ein bisschen weniger gesculptet. Ich würde, das hier ist die Catrice Sun Glow Palette. Schaut mal. Und da ist hier so ein Peach-Ton drin. Den nehme ich jetzt mal. Gleicher Pinsel. Und gehe mir da nur so ein bisschen um die Ränder, um so ein bisschen Leben da wieder reinzukriegen in dieses kalkweiße Lid.
Ich modelliere mir das jetzt ein bisschen plastischer wieder einfach. Nehme ein bisschen davon auch noch hier oben rein. Einfach für eine Balance. Next up tatsächlich ist schon der Eyeliner. Wir kommen schnell voran, ich liebe das. Auch hier Drugstore. Das ist der Catrice Black Liner Long Lasting, was auch immer. This one, not bad. Wenn wir uns den Liner genau anschauen, ne, dann hat sie also der geht von vorne, tatsächlich von relativ weit vorne aufs ganze Auge. Wenn es geschlossen ist, sehen wir, er ist relativ gerade und endet in so einer Spitze, die sich so trifft mit der Lidfalte. Das heißt, ne, wir müssen irgendwo hier enden. Und er ist schon relativ dick. Also gerade so hier in dem Bereich, das ist schon relativ viel Liner und er ist zweigeteilt. Hier kann man das schon so erahnen. Es gibt einen oberen und einen unteren Liner. Liner sind bei mir ein Problem, ne? Weil ich habe, wenn ihr guckt, hier diese Hautfalte und wenn ich gerade nach vorne gucke, schneidet das genau da ein, wo ich jetzt eigentlich den Liner legen müsste. Das heißt, wenn ich das berühre, wird der Liner da reinlaufen, dann haben wir eine Sauerei, dann muss ich das alles nochmal neu machen. Das heißt, ich muss jetzt entweder drüber malen, den größer machen, dann muss ich aber über diese Falte drüber gehen und dann hätten wir überhaupt keinen Lid Space mehr. Das macht keinen Sinn. Das heißt, ich muss mich jetzt hier unten drunter ein bisschen lang mogeln. You'll see. Weil ich bin noch nicht sicher, wo die Reise hingeht. Ich kann erstmal hier hinten, weiß ich, wo er endet, nämlich da, wo die sich treffen. Ne, die Lidfalte und die... Was ich an dem nicht mag, der macht das. Das hier. Dass der da so ausläuft. Das soll der nicht machen. Das nervt. Aber ja, im Großen und Ganzen ist das die Shape. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, was dieses blöde Ausgelaufen soll. Nervt mich. Jetzt einmal schnell Wimpernzange und dann tuschen wir das mal. Auch hier keine Überraschung, ne? Catrice, Call Me Queen, Favorite Mascara im Moment. Ich werde jetzt erstmal Color correcten kurz und zwar mit der Catrice Magic Shaper Face Cream Palette. Die habe ich vor ein paar Wochen im Supermarkt, also bei DM, gegriffen, weil ich tatsächlich ein Catrice, also Full Face, nur Catrice Produkte plane und die Sachen testen will, bevor ich sie für euch bespreche. Und wie ihr sehen könnt, benutze ich die ganze Zeit, because it's actually great. Dazu in dem Video dann mehr. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Bock drauf habt, dass wir ein Catrice-Video machen, because I have lots to say about that. Gerade auch so im Kontrast zu Essence, was ja ne, dieselbe Dachfirma ist, gehört alles denselben Leuten, kommt aus meiner Heimat und krasser Unterschied, ehrlich gesagt, von Essence zu Catrice. Full Face of Essence haben wir schon gemacht, das Video, blende ich hier ein. Könnt ihr gucken, wenn euch das interessiert. Ja, und dieser Blush Shade eignet sich wunderbar als Color Correction. Gehe mit einem Paint Stick über meine Bartgeschichten hier, da wo ich mehr Coverage brauche. Blende mir das aber aus mit der Studio Radiance wieder. So, für Concealer nehmen wir wieder den e.l.f. Medium Peach oder was das ist. Ja, sie ist auch gut gehighlightet hier, die Maus. Und wieder tupfen wir und streichen nicht. Zum Konturieren nehmen wir wieder 10W. Noch mit den einen Pinsel.
glaube, das größte Problem werden nachher die Haare sein, denn ich habe natürlich nicht die genauen Haare. Ich habe zwei Perücken, die ähnlich sind, die ich so ein bisschen in die Richtung prügeln kann. Aber ich habe mich jetzt auch nicht hingesetzt und habe extra eine Perücke frisiert dafür. So, nächstes kommen wir zu dem Blush. Sie hat hier relativ zentriert, also es ist nach oben auch, ne, läuft nach oben auch aus, aber es ist, wenn ihr hinguckt, sehen wir hier a Pinkiness, die dann in so einen Bronzer ausläuft. Also in einen Bronzer, der auch eine Farbe hat, aber hier sind wir erstmal ein bisschen pinky und dann wird es ein bisschen peachy darker. So, Morphe Hotshot in der Farbe Flex Symbol ist das Closeste, was ich finden konnte zu dieser Art von Muted Pink. Machen wir das hier auf so eine kleine Elf Brush, Buffing Foundation Brush von Elf. Arbeite mir das gut ein, ich will keine Flecken. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, Blush kommt bei mir überall hin, immer. Ich gehe nochmal rein mit der Magic Shaper Face Palette und gucke mir bei diesen beiden, ich glaube, das eine ist ein Bronzer und das andere ist ein Contour Shade, aber ich werde die beide jetzt benutzen, um hier nochmal ein bisschen rumzusculpten an meiner Wange. Ich finde nämlich, das kann noch dramatischer dunkler sein. Ich gehe erstmal hier mit diesem helleren rein und gucke mal, how much Bronziness wir hier aufbauen können. Yes, there we go. Ne, weil sie hat auf jeden Fall, haben sie da ganz schön in die Trickkiste gegriffen bei ihr. Und ihr seht wieder Stippling Motions. Ich will die Foundation, die drunter liegt, nicht stören. Ich will mir das nicht hochreißen, indem ich hier irgendwelche kreisende Bewegungen mache, ne, weil das ist dann immer die Gefahr, wenn wir anfangen hier rumzustreichen, dass wir alles, was drunter liegt, einfach wieder mit hochnehmen und uns alles kaputt machen, was wir da gerade hingebaut haben. Das wäre schade. Und mit dem dunkleren gehe ich jetzt nochmal in die Kontur. Just a touch. Vorsichtig. Uiuiui. Und in die Nasenkontur ebenso. Also vielleicht nicht mit dem ganz dunklen, sagte sie, während sie den ganz dunklen auf den Pinsel macht. Alles klar, dann ist das so. Also manchmal. Ich will es auch nicht übertreiben, aber sie hat schon eine relativ gepinschte Nase da. Insofern. Wir versuchen ja nicht auszusehen wie Christina, wir versuchen den Look nachzumachen. Okay, ich puder das mal. Ja, ich puder das mal. Ui, aufregend. Unters Auge gehe ich wieder mit Make-up by Mario Fair Pink. In dem Bereich, wo ich geblusht habe, haben wir ein Catrice-Produkt, nämlich Catrice Bright and Blur. Das ist so ein Pinkton. Heißt auch Soft Pink. Und das ist ein schöner Puder. Der hat einen leichten Schimmer und der hat halt einen Pinkton. Das heißt, für die Area hier perfekt. Ne, wir wollen, da kann es ruhig ein bisschen glowy sein. Das ist Christina da auch. Und wir erhalten uns so halt ein bisschen die Pinkigkeit von unserem Blush, den wir da hingelegt haben. And it's also gorgeous. Rest des Gesichtes pudern wir wieder mit unserem One-Size-Puder. So, wir sind frisch gepudert. Ich gehe jetzt gleich mal in die Nasenkontur rein. Das ist ein Ding, ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo ich das gekauft habe. Irgendwas Koreanisches, glaube ich. So ein Contour-Powder für Nasen. Faichia, I don't know. Und das ist so ein Grau. Eigentlich ist es ein Grau. Und ist halt super für
Kontur. Weil es halt, ne? Wir erinnern uns an unser Contouring-Video. Ich blende es hier ein. Schatten haben keine Wärme und wenn wir wirklich das Auge tricksen wollen und dem Auge vortäuschen wollen, dass irgendwo ein Schatten liegt, kann der nicht bronzy sein, sondern muss so ein bisschen grau sein. So, und jetzt kommt das, was ich vorhin angedeutet habe, ne, dass wir die Lidfalte hier noch ein bisschen in die Kontur mit reinziehen. Natürlich nicht mit dem dunkelsten Shade, sondern mit dem, was da oben drüber liegt. Nur um die ein bisschen zu connecten. Nicht wundern, dass das jetzt so ein bisschen grau aussieht. Das ist alles intentional, denn wir kommen jetzt zum Bronzing. Mein Lieblingsbronzer, wenn ich Fake Tan emulieren will, ist der von Too Faced. Dark Chocolate Soleil heißt der Shade. Und ihr seht, das ist so ein relativ orangiges Ding. Da nehme ich mal so eine große Fluffy Brush. Nehme mir da ordentlich was drauf. Upsi. Und jetzt toasten wir erstmal das ganze Gesicht damit, die Ränder. Holen überall uns ein bisschen die Wärme zurück nach dem Pudern. Um uns unsere Highlights unterm Auge zurückzuholen, gehen wir jetzt mit dem Foundation Puder rein. Ich benutze gerne One Size dafür. Die Foundation Puder sind mega. Und zwar kombinieren wir mal die Shades Light One und Fair One. Diese beiden. Fair One ist so ein pinkiges Weiß und das andere ist mehr oder weniger mein Skin Tone. Die beiden kombinieren wir auf so einem kleinen Pinsel. Sowas. Und ich mische mir die einfach auf dem Pinsel zusammen und hole mir damit meine Highlights zurück. Jetzt blushen wir die ganze Maus natürlich wieder über, weil wir haben jetzt, ne, hier ist es schön pinky, but is it pinky enough? Also ist natürlich nein. Wir nehmen meinen Dior Rosy Glow Backstage, was auch immer, laden uns da hier so was auf den Pinsel und gehen hier über alles drüber. Der hat einen ganz leichten Glow, was super schön ist, was uns jetzt hier natürlich auch hilft, ne, dass unter diesem ganzen Puder doch noch ein bisschen Schimmer vorhanden ist, der jetzt nicht super metallisch aussieht, sondern einfach fresh, glowy something. Ich will tatsächlich noch einen Touch mehr Blush und gehe hier mit der Gender X Beauty Pop Drop Palette. Da sind ja auch, das hier sind Blush Shades. Gehe mit dem obersten rein. Tatsächlich nicht mit dem super pinken Shade, sondern mit dem obersten. Der ist pink genug. Yes. Die sind super crazy pigmentiert. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch im Handel gibt, aber wenn ja, get them. They're amazing. Gorgeous. Und ich will natürlich Glow. Ne? Ihr habt gesehen, sie hat ganz schön Glow über die Wange. Ich bin bei Glow immer bei Ofra. Nicht wundern, dass die so aussehen. Hier habe ich mir die rausgeprokelt und in eine kleinere Palette umgefüllt natürlich, weil ich das immer machen muss, einen Schaden habe. Ich mische mir diese beiden hier auf so einer Highlighter Brush und gehe mir hier schön über die Wange. Oh, glorious. How pretty. Bisschen davon auf die Nase. Because it's a drag video. Okay, okay. Und um nochmal hier über die Bronzy-Abteilung drüber zu gehen, habe ich hier den Charlotte Tilbury Filmstar Bronze and Glow in Medium Dark. Und dann nehmen wir den Ton. Hier ist dasselbe, ne? Habe ich umgefüllt. Deswegen sieht er so aus. Nehmen uns von der dunkleren Sache hier nochmal was auf den Pinsel und gehen nochmal hier über die Konturen. Holen wir die uns nochmal raus. Das Lustige ist, ne, wenn ihr das hier im Spiegel sehen könntet, I look fucking crazy. Also in real life ist das, die Kontur ist dunkelbraun, ich habe so viel Pink im Gesicht. It looks completely insane. Über den Monitor sieht es genauso aus, wie es aussehen soll. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit auf den Monitor und nicht in den Spiegel. Weil hier sehe ich, was ihr am Ende seht. Ansonsten, wenn ich mich über den Spiegel orientieren würde, I would look very different.
Ich gehe tatsächlich ein bisschen heller in den Bart rein, der ist mir zu dunkel. Und jetzt kommen wir zum Highlight, meinem Highlight, nämlich den Lippen. Ich liebe die Lippen in diesem Video. Die haben sie ihr dermaßen übermalt. Und sie actet auch mit den Lippen, habe ich das Gefühl. Das ganze Video ist sie so eigentlich. Alles wird so gesungen. Und ich bin mir ziemlich sicher, I know she was feeling the look. Ich glaube, die fand sich richtig schön. Und hat es geliebt, wie sie ausgesehen hat. Und hat die Lippen auch geliebt. Und deswegen ist sie die ganze Zeit in so einem pouty Ding. And I would be the same. Ich habe verschiedene Lip-Liner ausprobiert, um zu gucken, was genau sie da auf der Lippe hat. Ich habe erst gedacht, das wäre Strip-Down. Strip-Down kam aber später raus. Dann habe ich gedacht, vielleicht war es Cork. Ne? So ein Vergleich, das ist Cork. Cork ist aber so ein bisschen, Cork hat fast ein bisschen zu viel Grün, habe ich das Gefühl, um das gewesen zu sein. Es ist eher so ein warmes Braun bei ihr, so ein muted warm. Ich habe hier einen von 11. Der ist ein bisschen weniger grün als der hat ein bisschen mehr Rotanteil. Vielleicht ist es der. Dann haben wir von NYX Cosmetics Slub Hopper. Das ist der obere. Also ja, die sehen auch alle ganz schön dunkel aus, wenn man es vergleicht. Aber je nachdem, wie ihr Kopf gedreht ist zum Licht. Also ne, so denkt man erstmal, ich bin jetzt viel zu dunkel mit meinen Optionen hier. Aber je nachdem, wie der Kopf zum Licht gedreht ist, hat man das Gefühl, es ist dann doch nicht so weit entfernt. Und dann habe ich gedacht, fuck it all. Ich habe noch Brooklyn Thorn. Und Brooklyn Thorn ist so ein bisschen, mal hier, der ist so ein bisschen mauviger. Der ist nicht ganz so braun-braun. Brooklyn Thorn ist jetzt der oberste. Seht ihr das? Und es sieht mir so aus, als könnte das ein ganz gutes Match sein. Und den Rest werde ich aber dann mit Eyeshadow machen. Das habt ihr in meinem Abracadabra-Video schon gesehen. Da habe ich mir auch mit einem Lip Liner die Lippenform vorgemalt und bin dann mit Eyeshadows reingegangen und habe sie schattiert. Denn sie hat ja eine ganz schöne Gradation in der Lippe. Es ist ja von außen der braune Liner, dann wird es ein bisschen roter, dann wird es so ein dunkles Braun-Peach, dann wird es relativ schnell ein Highlight. Und um das alles irgendwie hinzubekommen auf der kleinen Fläche, die wir da haben, vergleichsweise klein, habe ich gedacht, wir machen es mit Eyeshadow. Ich fange den jetzt schon mal an, indem ich den ein bisschen reinschattiere. So, und da sind wir jetzt hier wieder mit unserer Palette ganz gut dabei. Ne, ich nehme jetzt mal Pony, das ist ja so ein peachiges Braun. Dann wird es nach innen hin ein fleischigerer Ton. Da würde ich Pancake hier oben nehmen, den da. Ja, ein bisschen zu viel weiß, aber egal. Und lege dagegen jetzt mal Paw in der Hoffnung, dass das ein bisschen von dem Weiß wieder neutralisiert. Und das tut es. Schon besser. Und jetzt hat sie natürlich, ne, auf der Lippe hat sie deckend ein Gloss auf jeden Fall. Das haben wir hier, das ist von One Size. Das hat selber auch so ein bisschen reflektierende Schimmergeschichten mit drin. Und ihr seht, wir kommen der Sache näher. Und weil ich mich natürlich nicht selbst kontrollieren kann, habe ich hier noch meinen Jouer Lip Topper in der Farbe Rose Gold. Dann mache ich hier noch ein bisschen mehr Highlight drauf, einfach because we can. Ich würde sagen, wir sind ziemlich gut dabei. Jetzt haben wir schon die Lippe fertig gemacht, bevor das Auge fertig ist. I was distracted. I'm sorry. Erstmal, ne? Sie hat hier vorne ein fast weißes Highlight. Das machen wir uns ganz schnell hier wieder mit unserer Beauty Bare Neutral Palette. Mit unseren hellsten Shades da oben. Twig und Bone in Kombination. Gorgeous. Und gehen jetzt unterm Auge einfach auch nochmal lang mit ein paar Shadows. Wenn ihr das Originalfoto anschaut, werdet ihr sehen, da ist nicht viel passiert. Man sieht nicht wahnsinnig viel oder es sieht so aus, als wäre da nichts passiert.
Bisschen was wird da aber gewesen sein. Ich mische hier so ein bisschen den Ton mit dem Ton. Einfach, dass wir so in der Farbwelt bleiben. Und blende mir den unters Auge, einfach nur, damit das ein bisschen softer aussieht, dass alles ein bisschen more cohesive ist, um das Auge ein bisschen noch zu öffnen. Und jetzt gehe ich mit meinem Liner einfach unterm Auge lang und ziehe mir da eine Linie. Ne? Wieder hier Catrice. Hi. Jetzt tuschen wir unten auch noch ein bisschen, just for fun. Ich glaube, sie haben ihr Innen, also hier die Inner Corner, mit einem Liner nochmal ganz leicht eingerahmt. Kein Schwarz, sondern ich nehme so einen Braunton. Ich glaube, das haben sie bei ihr auch gemacht. Kann auch sein, dass es einfach nur ein bisschen geschmiert ist. But let's just pretend it's intentional. Mehr ist es gar nicht. Cute. Kriegt sie eine Lash, die gute. Und zwar Something Simple. Bei dem Look besteht natürlich die Gefahr, gerade wenn man eine Drag Queen ist, dass man da irgendwie eine fette Lash draufhaut. But that's not the look. Wenn ihr auf das Foto schaut, wenn sie nach vorne schaut, sieht man die Lash eigentlich nicht. Die versteckt sich quasi hinterm Liner. Der Liner ist dick genug, dass man die Lash kaum sieht. Also ne, ja, es ist die Drag-Version des Looks. Natürlich machen wir ein bisschen Lash, aber ich will, dass es einen gewissen Wiedererkennungswert hat. Ne? Ich werde nie aussehen wie Christina. We know that. Aber es wäre schon cool, wenn die Leute den Look angucken und sich denken, ah, stimmt ja. Da war ja mal was. So far, so good. Ich mache jetzt Kontaktlinsen rein, blaue. Ich habe keine dunkelblauen wie Christina. Die hat ja eher so dunkelblaue Augen. Ich habe so hellere. Ne? Blau genug, finde ich. Und jetzt ziehe ich mir schnell das Shirt aus und setze mir mal die Haare auf. Und dann können wir mal zusammen gucken, welche Haare passen. Sekunde. So, jetzt sind wir wieder da und wie ihr sehen könnt, die Haare sind nah dran, aber sie sind es nicht zu 100%. Es ist nicht exakt die Farbe, es ist nicht exakt der Schnitt. But we're close. Wir haben den asymmetrischen kleinen Pony hier. Wir haben grundsätzlich das Volumen und den Scheitel und so. Es ist nicht hundertprozentig das, aber gleichzeitig haben wir auch nicht gesagt, dass das das Ziel ist, den Look hundertprozentig haartechnisch zu kopieren, sondern es ging ums Make-up. Und da muss ich sagen, sind wir wirklich, also ich bin sehr stolz auf mich, es ist super schön geworden. Wir haben die Braue, wir haben die Lidfalte, wir haben den Liner, wir haben die gesnatchte Nase, wir haben das glowy, bronzy Make-up mit dem Glow, mit dem pinken Blush-Moment. Wir haben diese geile Lippe, ne? Diese sehr gesculptete, glossy Geschichte. Und ja, die Haare, it's not 100%, but close enough. Es ist so ein bisschen Rachel, dann ist es ein bisschen Morgan Fairchild, Chandler's Mom. Friends-Referenzen, guten Tag. Aber ja, ich rede und rede und rede und versuche mir einzureden, dass ich die Haare in Ordnung finde. Und natürlich ärgert es mich wahnsinnig. Aber ja. Da drin. It's a very beautiful look and I'm very proud. So, sagt mir doch mal, gibt es irgendwas, gibt es Musikvideos, wo ihr denkt, das würden wir gerne mal sehen von der Bärbel, das soll sie uns mal bitte nachschminken. Gibt es, was weiß ich, einen Look, wo ihr denkt, das Make-up war mega. Habe mich immer schon gefragt, wie das gemacht worden ist. Oder ich würde es einfach gerne mal Step für Step gezeigt bekommen, damit ich es für mich selber ausprobieren kann. Oder es interessiert mich einfach nur zu sehen, wie sowas entsteht. Dann schreibt mir das doch gerne in die Kommentare, weil das würde ich dann vielleicht, wenn es mich auch interessiert und wenn ich es mir zutraue, würde ich das dann vielleicht gerne mal machen wollen. Ne, wenn euch so ein Content interessiert, mir hat das super Spaß gemacht. Ich liebe das, mich in so einen Look hinein zu versenken und rauszufinden, wie der exakt entstanden ist. I love that. Also ja, wenn das was ist, was ihr euch vorstellen könnt, was ihr interessant findet, let me know. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, liken, teilen, kommentieren, mich weiter empfehlen, all diese Dinge. Könnt ihr gerne machen, freue ich mich drüber. Und ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich den Look nicht ausführen kann, weil ich würde natürlich super gerne so ausgehen, because
fucking hell. Ich sah schon lange nicht mehr so hot aus, to be honest. Aber ich muss jetzt sofort in den Schnitt. Es ist Samstagnachmittag und morgen muss das Video rauskommen. Bin die ganze Woche nicht zum Filmen gekommen, weil sowohl im Studio als auch in meiner Wohnung ständig gebohrt, gehämmert und gedingst wurde im Haus. Und ne, da kann man einfach keinen Content filmen, keinen gescheiten. Das heißt, ich muss jetzt sofort an den Rechner das alles so runterladen und anfangen zu schneiden. Das dauert immer 8 bis 10 Stunden, bis so ein Video dann fertig ist, damit ihr das morgen gucken könnt. So. Aber it's a waste. Vielleicht bleibe ich einfach in dem Look, während ich schneide und versuche dann heute Abend damit nochmal rauszugehen. Who knows? Either way. Gut, ihr Süßen, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und, ne? Bis dann. Tschüss. Du, du, du. Awful.